Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns die X95 Micro Tavor. Wir sind heute auf dem Messer Schieß- und Trainingszentrum vom Thomas Messer. Thomas, grüß dich, hallo. Hallo, moin. Der Thomas hat gesagt, kommt doch mal vorbei. Wir wollen euch mal die IWI-Waffen im Detail mal vorstellen, mal zeigen euren Zuschauern. Und dann haben wir gesagt, das ist eine coole Sache, haben wir sonst die Gelegenheit nicht zu. Und genau deswegen sind wir hier. Und jetzt wird der Thomas euch einmal einen Überblick über die Waffen geben. Ja, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder hier bei uns seid und ich die Möglichkeit habe, heute euch die X95 vorzustellen. Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben hier zwei X95, einmal im Kaliber 300 Blackout. Hier haben wir einen Schalldämpfer montiert von OSS aus den Vereinigten Staaten und mit dem M5 drauf. Und hier haben wir die 556 im Kaliber 556 mit einem Morpro. Das ist ein Red Dot mit einem sichtbaren und unsichtbaren Laser. Eine Sache sage ich noch kurz dazwischen. Wir haben natürlich, bevor wir hier angefangen haben, eine Sicherheitskontrolle gemacht. Alle Waffen sind safe für das Handling und es handelt sich hier um Behördenwaffen, dass ihr das schon mal so im Hinterkopf habt. Ja, genau, hast du recht, danke. Genau, wir sind der Vertreter für IWI in dem Behördensegment in Deutschland und in noch ein paar anderen Ländern in Europa. Und ja, wir haben diese Waffen hier. Wir haben natürlich noch mehr Waffen von IWI hier, aber das wird den Umfang sprengen. Ihr habt ja schon bei dem letzten Bericht gesehen, was wir alles vorgeführt haben. Und da gibt es ja auch ein Video von euch. Ja, erstmal, wir haben hier eine Pull-Up-Waffe, die ja in Deutschland nicht gängig ist und auch selten in der Anwendung bei den Behörden. Sagst du ganz kurz noch für die Leute, die nicht wissen, was Bullpup ist, wo der Unterschied zu einem normalen System ist? Genau, bei einem Pull-Up-System haben wir die Patronenzuführung hinter der Abzugseinheit. Wir haben hier vorne das Griffstück mit dem Abzug und hier im hinteren Bereich kommt das Magazin rein. Magazinzufuhr ist im hinteren Bereich hinter der Abzugseinheit. Dadurch hat man natürlich eine wesentlich kompaktere Baulänge. Und wenn man das hier so sieht, kann man sehen, was das für ein Arbeitsmaß hat, diese Waffe. Der Lauf, der fängt hier an mit dem Patronenlager. Wir haben hier eine Waffe, beide Waffen haben hier eine Lauflänge von 330 mm, das entspricht 13 Zoll. Also, wir haben hier die Hähnel mit dem 10 Zoll Lauf. Wir haben hier die X95 in 300 Blackout mit dem 13 Zoll Lauf und Schalldämpfer von OSS. Und hier haben wir die 556 auch mit dem 13 Zoll Lauf ohne Schalldämpfer. Und wenn man das jetzt im direkten Vergleich sieht, sage ich mal beide ohne Schalldämpfer, weiß man, wie lang die Waffe mit nur einem 10 Zoll Lauf werden würde, wenn wir hier noch einen Schalldämpfer dran setzen würden. Also kurz zusammengefasst gesagt, wenn man ein AR-15-System hat mit einem 16 Zoll Lauf, wo man sagt, das ist so die ideale Wirkung, das gibt es ja auch von der Tavor eine Version mit einem 16 Zoll Lauf, auch mit einem 18 Zoll Lauf, dann bin ich immer noch kürzer als mit einem AR-15-System, gerade speziell, wenn man mit dem Schalldämpfer arbeitet. Das Arbeitsmaß ist immer kürzer, weil wir einfach die Situation ausnutzen, dass die Magazin- und die Patronenlager hinter der Abzugseinheit ist. Perfekt. Ja. Ansonsten, die Waffe ist beidseitig bedienbar. Feuerwahlhebel, Magazinauswurf, Spannhebel, alles wird ist von zwei Seiten bedienbar. Was bei diesem Pull-Up sehr gut ist, der Patronenauswurf kann, wenn die Waffe personalisiert wird, umgebaut werden von rechts auf links. Das ist ein weiterer Vorteil gegenüber einem AR-15 oder vielen anderen Waffensystemen. Da ist der Patronenauswurf meistens auf der rechten Seite
Und gerade wenn jetzt ein Linksschütze die Waffe für sich konfiguriert und er schießt über die linke Seite, dann wird die Patrone auch nach links ausgeworfen. Gut, das ist jetzt beim AR-15-System jetzt, sage ich mal, nicht so relevant, weil natürlich das Ganze weiter weg ist vom Schützen. Ja, kann natürlich schon stören für einen Linksschützen, wenn einem die Patronen vom Gesicht entlang fliegen. Aber gerade hier ist es natürlich ein super wichtiges Merkmal und das bieten sie ja auch an, weil das ja so nah am Gesicht ist, weil du ja einfach hier schon mit der Wange bist, ja. Ja, aber wir haben jetzt zum Beispiel bei diesen 2 Versionen, muss man noch sagen, wenn man die Waffe jetzt nicht personalisiert, also auf einen Schützen einstellt, dann gibt es eine Schaftverlängerung von 1 Zoll. Und dadurch ist auch der Auswurf bei einer generalisierten Waffe bleibt der rechts, weil das Umbauen, das geht nicht so schnell. Und wir haben das jetzt hier probiert, wir werden es nachher nochmal filmen. Die Patronen, die da rausfliegen, was da immer so erzählt wird, das tangiert den Schützen gar nicht. Also wenn man nachher sieht, wie ich meinte nur jetzt, wenn du jetzt diese Waffe mit dem Rechtsauswurf links schießt, dann hast du natürlich hier sehr, sehr nah vorm Gesicht. Aber wenn du diese Waffe links schießt und in dieser Konfiguration, dann ist der Auswurf auch so weit weg, dass die Patronenhülsen dich nicht tangieren. Ja. Und das ist ja auch immer wichtig, weil selbst der Linksschütze wird ja dann irgendwann mal die Waffe nach rechts nehmen und dann hat er den Auswurf auch auf der linken Seite. Aber durch diese Schaftverlängerung ist der Patronenauswurf kein Nachteil mehr. Ja. Okay. Von der Bedienung her, du hast ja gerade gesagt, beidseitig, der Magazinauswurfknopf, normalerweise würde man den ja nahe am Magazin erwarten, aber der ist natürlich hier auch eher so angelegt wie auch bei der AR-15-Plattform, nämlich ganz weit vorne. Das heißt, man hat dieses typische, ich habe meinen Finger lang und kann dann da auch das Magazin auswerfen. Den Auswurf haben wir hier hinten. Genau. Ja, den Auswurfknopf haben wir vorne und ich sag mal so, wenn die Waffe gespannt ist und das Magazin rauskommt und man schiebt es wieder rein, haben wir hinten den Verschlussfanghebel und da ist man relativ schnell, oder ehrlich gesagt ist man sehr schnell wieder in dem Bereich, wo man weiter in Bereitschaft ist. Das ist ja einer dieser Mythen, ne, dass die Bullpup-Varianten, ich glaube die Amis streuen das, weil sie ihre AR-15-Systeme überall verkaufen wollen, dass Bullpup immer langsamer ist, aber tatsächlich, wir haben das auch schon selber gesehen bei österreichischen Soldaten, die mit der AUG schießen, da ist kein Geschwindigkeitsverlust da. Und hier bei dem System, durch den Verschlussfanghebel hat man auch ein ähnliches Vorgehen wie auch bei der AR-15, wenn ich mit dem Daumen hoch das Magazin einführe und gleich auf den Knopf drücke. Also es ist genau gleich. Der einzige Unterschied ist natürlich, man hat das Magazin hier näher am Körper, was vielleicht in bestimmten Schießpositionen ein bisschen länger dauert, aber das ist bei der AR-15 dann genauso. Wenn du liegst zum Beispiel, ist es natürlich schwieriger, hier ein Magazin nachzuladen. Wir legen uns auch nachher hin. Alles klar. Ja, also was halt auch noch eine ganz wichtige Sache ist bei dem Waffensystem, die Gewichtsverteilung. Also hier ist natürlich durch den Verschluss, der im hinteren Bereich sitzt, ist natürlich das gesamte Gewicht weiter im hinteren, also hinten und damit mehr am Körper. Und wenn ich am Körper das Hauptgewicht habe, bin ich ja vorne entlastet. Und schon jetzt, nachher werden wir einhändig schießen oder einarmig schießen und dann wird jeder merken, oder da sieht jeder, wie schnell man das macht, wie gut man da ausbalanciert ist. Und heutzutage ist es ja so, wir haben immer mehr Frauen im Militär, in den Streitkräften oder auch bei der Polizei. Und wenn eine zierliche Frau mit einem 14,5 Zoll Gewehr AR-15 schießen muss, dann merken die ganz schnell, dass sie ermüden und dann kann man keine Leistung mehr abrufen. Und auch die Tests und die Vorführungen, die wir gemacht haben mit Spezialeinheiten hier in Deutschland, haben gezeigt und die haben uns das auch bestätigt, dass der Umgang mit so einem Waffensystem viel stressfreier ist, über längere Zeit. Die können auch alle mit dem AR-15 oder mit ihrem G95 oder G38, was ist die hessische Polizei, die können auch alle super gut damit schießen, aber die ganze Bedienung und das Handling ermüdet. Was natürlich auch noch hier dazu zu sagen ist, was sehr wichtig ist, wir haben hier auch mit diesen 2 Kalibern, die wir hier haben, haben wir noch nicht alle Kaliber, in der die Waffe erhältlich ist, aufgezählt. Wir haben diese Waffen auch in der 9 mm Variante. Das heißt, man hat hier eine Waffenfamilie in 300 Blackout, im Kaliber 5,56 und in 9 mm. Und das Umrüsten in der Waffenwerkstatt, das dauert 5 oder 6 Minuten, gibt es Umbaukits dazu.
Und was auch noch gut ist für die deutschen Behörden, die haben ja alle schon lange das Training mit einer MP5. Und bei einer MP5 ist der Verschlusshebel auch vorne. Ja. Das Einzige, was dann da ein Unterschied ist das Magazin und die Zuführung. Aber, und das Gewicht. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Genau, die ist ja nicht schwerer. Ja, die ist ja nur händelbarer. Und zum Schluss sage ich mal so, wenn ein Polizist mit so einer Waffe auftritt, das ist eine andere Sache, wie wenn er mit so einem riesen Sturmgewehr durch die Stadt läuft. Und diese Multikaliberfähigkeit ist, finde ich, auch ein sehr, sehr guter Vorteil. Und ja, ich bin der Meinung, auch wenn jetzt eine Behörde die weiter eine Maschinenpistole braucht, haben die eine Waffe, 3 Kaliber und ein Training. Und dann kann man das immer konfigurieren, wie man es braucht. Und vor allem auch ein Maß immer gleichbleibend. Ne? Genau, das ist ja das Nächste. Das ist ja das Nächste. Wir haben es nicht nötig, dass hier ein Schaft in Längen verstellbar ist oder vielleicht noch eine Schaftbacke hat, um da noch was einzustellen, weil ich sag mal so, in dem allgemeinen Dienst bei den Behörden, da haben die gar keine Zeit, die holen die Waffe im Falle eines Falles raus und wenn sie dann noch klappen müssen, einstellen müssen, ziehen müssen, in der Stresssituation, das fällt hier alles weg. Weil diese Waffe, die funktioniert. Wir haben bei der Konfiguration, das sieht man vielleicht auch nochmal, wenn wir die Waffen hier nebeneinander halten, wir können sie mal so nebeneinander halten. Man sieht ja, dass die Griffstücke, jetzt haben wir hier 2,5 Zoll Verlängerung bei der X95 und wenn wir jetzt hier die 2,5 Zoll dazu rechnen, dann sind wir genau auf demselben Maß wie bei dem AR-15. Also die Längenverstellung ist nicht notwendig und das ist auch wiederum was dann keine Belastung darstellt für den Anwender. Sehr cool. Ja, ansonsten haben wir die in dieser Farbe oder auch noch in Schwarz. Und was ich auch noch nicht gesagt habe, ist zum Beispiel, das ist ja im Endeffekt eine fertige Waffe. Wir haben Picatinny-Schienen rund um die Uhr, die kann ich jetzt gerade nicht abmachen, weil der Schalldämpfer drauf ist. Also oben haben wir eine durchgehende, die im Übrigen direkt mit dem Lauf verbunden ist. Das heißt, einmal genullt und eingestellt, dann bleibt das auch so. Ansonsten kannst du hier links und rechts die Verkleidung wegmachen, hast dann da unten drunter eine Picatinny-Schiene. Unten ist das natürlich auch so. Bei dieser Waffe können wir das unten vielleicht mal rausschieben ein bisschen. Genau, hier siehst du, kann man das nochmal rausschieben. Dann hat man noch, weil wir eine relativ kurze Waffe haben, hat man hier nochmal die Möglichkeit, doch mit dem Griff ziemlich vorzugehen und ist dann nochmal geschützt durch den kurzen Lauf. Ja, das ist natürlich nochmal ein cooles Feature. Ja. Eine Information haben wir euch noch vorenthalten. Normalerweise beim AR-15-System hat man ja ein DI-Gassystem. Hier bei der Henel und bei der Heckler & Koch ist es ein Piston. Piston wird auch hier bei der Tavor eingesetzt. Jetzt sagt uns der Thomas noch mal kurz was zur verstellbaren Gasabnahme. Also je nachdem, wie die Waffe später im Einsatz sein wird oder wie die Konfiguration sein soll, gibt es entweder ein verstellbares Gassystem oder die Bohrung wird in Abstimmung mit Lauflänge und dem zu verwendeten Schalldämpfer ausgeführt und dann kann man die so und so nutzen. Also direkt abgestimmt auf die Behörde, genau, auf die Wünsche. Abgestimmt auf die Behörde und wichtig ist natürlich auch auf den Schalldämpfer. Hier haben wir jetzt einen OSS drauf, der hat kaum eine Erhöhung von der Rücklaufgeschwindigkeit. Das sehen wir jetzt auch gleich, wenn wir schießen. Da ist gar nichts mehr nötig bei dem Standard, jetzt wenn man den Schalldämpfer mit benutzt. Das war es nochmal kurz zusammengefasst, kurz und knapp. Eine kurze, führige Waffe. Leicht, modular, besseres Handling im Endeffekt. Aktuell, wie gesagt, nur für Behörden in Deutschland zugelassen. Es ist in der Arbeit, dass es vielleicht auch sportlich, zivil, jagdlich zugelassen wird, aber da haben wir noch keine näheren Informationen zu. Also bis jetzt ist es der Wunsch, aber bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Aber wenn ihr von einer Behörde seid, das ist euer Mann für diese Waffe. Genau. Den Link zum Messer-Waffenhandel findet ihr hier unten. Der Thomas wird sich sehr freuen, wenn ihr ihn kontaktiert und euch das Ganze dann auch hier auf dem eigenen Schießstand vorführen. Übrigens sehr, sehr cool, euer neuer Schießstand, wirklich toll. Wir sind hier auf dem kleinen. Wir werden, wenn ihr möchtet, schreibt es in die Kommentare, können wir euch den ganzen Schießstand nochmal ausführlich zeigen. Also auch wirklich mit dem Ambiente außenrum. Wunderschöner Schießstand, super modern, richtig cool. Hast du echt gut hingekriegt. Danke. Thomas, willst du noch irgendwas sagen? Nee, ich glaube, wir haben schon alles gesagt und die Videos dürfen ja nicht so lang werden, wie ich erfahren habe. Deswegen sage ich euch
Tschüss und viel Spaß. Macht's gut, bye bye, bis dann.